Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir machen es heute mal wieder so, dass ich für die Elemente die besten Tendenzen ablege. Und ich bin gespannt. Wir nehmen andere Karten. Letztes Mal hatte ich Tarot, Wasser, Erde, Feuer und Luft. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Ich habe noch eine Kipperkarte dazu. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Und jetzt fangen wir einfach mal an und gucken uns den Stapel an für das Element Wasser, für die Wochentendenzen oder für günstige Gelegenheiten eben in der Woche. Wochentendenzen hört sich immer so doof an, ne? So, wir haben hier eine Woche, wo Weisheit zum Thema wird. Wir haben eine Woche, wo man etwas ins Wachstum bringt, wo man sich minimiert, wo wir Glück bei irgendetwas haben. Es kann jetzt eine Sache sein, die uns einen Weg minimiert oder ein familiäres Glück oder den Familienfrieden wiederherstellt. Möglicherweise sind es auch Wege, die uns irgendwo Frieden mitbringen, mit einer Kleinigkeit. Wir haben hier, langsam kommen wir auch ans Ziel, also wir können das Tempo drosseln, kürzere Wege nehmen. Vielleicht ist auch das die Erkenntnis der Woche. Um langfristig weiterzukommen, hat man hier kleinere Wege und wir haben die Hoffnung, das große Wasser. Das ist für mich immer die Karte, die ist so ein bisschen wie das Schiff im Lenormand. Da guckt man sich an, wo sind meine Träume, Wünsche, Sehnsüchte. Wo brauche ich genügend Bodenhaftung, wo ist etwas eine Illusion oder wo kann ich etwas umsetzen, ne? Also kann eine Woche sein, wo wir tatsächlich auch mal einen Plan brauchen oder was aufschreiben müssen. Der Ebis steht auch für die, die was aufschreiben. Und es passt auch sehr gut zusammen mit der Schnecke hier, denn es geht darum, dass man seine Kräfte mobilisiert, neu. Dass man mit Fleiß, Ausdauer und guter Nahrung für den Geist auch Hindernisse überwindet. Also hier ist auch so ein Lernfaktor drin. Hier sind Lösungen für jedes Problem. Hier darf man ruhig auch mal die Gedanken niederschreiben, sowas wie Brainstorming machen. Und es geht darum, auch die Energie, die man aufbaut, durch Entschleunigung auch aufrechtzuerhalten. Hier ist vielleicht auch etwas Inneres, was mal nach außen getragen will. Der ein oder andere möchte vielleicht nichts sagen und kann dafür schreiben. Jedenfalls ist es eine Woche, wo sich für uns das Buch der Weisheit öffnet, wo wir tiefe Einsichten und Erkenntnisse kriegen und wo irgendeine Aufgabe darauf wartet, erfüllt zu werden, die könnte mit dem Bereich Lernen, Schreiben oder Lehren zu tun haben. Gut, dann schauen wir uns an. Element Erde. Ihr habt das Chamäleon. Ihr habt feiert das, was ihr schon erreicht habt. Ihr habt das große Glück dabei und ihr habt hier einen Türöffner, ein neues Wissen, das sich eröffnet. Möglicherweise geht es um einen Neubeginn, eine Sache, wo ihr
etwas gelernt habt und daraus etwas Gutes macht. Es kann auch sein, dass sich Kinder hier im Bereich Lernen oder so neue Türen öffnen. Für einen oder anderen ist es das Gelernt haben einer Aufgabe, die man schon seit den Kindertagen mit sich trägt. Ein Erfolg, der irgendwo sichtbar ist. Kann hier im kleineren Bereich sein oder auch tatsächlich noch nicht richtig gesichtet sein. Das wird sich noch offenbaren. Hier mit der Karte habt ihr praktisch sozusagen auch noch die Trumpfkarte. Ja. Hier ist es so, dass Fortuna ihr Füllhorn ausleert. Oder dass man auch Dinge, die nicht so toll sind oder unangenehm sind, gut meistern kann. Hier macht man eine neue Erfahrung oder das passt auch zu den Lennys hier unten sehr gut. Oder man hat an sich etwas Gutes erfahren, das einen bereichert. Das ist eine schöne Energie. So, was möchte euch das Chamäleon mitteilen? Beobachten, prüfen, die Energie irgendwo anpassen, Signale deuten. Glücklicherweise seid ihr auch über den Bereich Aura sehr empfindlich diese Woche. Die feinen Sinne sind geschärft. Der 7. Sinn möchte sich entfalten. Die Emotionen wollen betrachtet werden. Und irgendwie geht es darum, dass ihr vielleicht auch die Erfahrung macht, eingebunden zu sein ins große Ganze. Und es geht um das Herstellen einer, ich würde mal sagen, einer friedlichen Situation zwischen einem selbst und dem Außen oder dem eigenen Inneren und dem Außen. Und ihr könnt hier ungeahnte Räume betreten oder ungeahnte Türen öffnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid die Woche sehr bewusst, was eure Wahrnehmung alles kann. Und vielleicht auch empfänglich für Dinge, die ihr so noch nicht gesehen habt. Ja? Also eine ganz neue Erfahrung. Super. Dann gucken wir das Element Feuer an. Wieder Schütze und Löwe. Hier geht es um das Thema Zufriedenheit. Ihr habt die Beziehungskarte mit dabei. Ihr habt neue Chancen, neue Wege. Und, das ist schön, es nagen sich hier Konflikte und Hindernisse weg. Ihr kriegt einen geraderen Weg. Etwas, was euch blockiert oder wo ihr einen Konflikt mit hattet, hat nicht mehr diese Qualität. Möglicherweise geht es um einen Vertrag, eine Beziehung, an sich Verbindlichkeiten und hier habt ihr eben die neuen Wege, wie man damit umgehen kann. Der Waschbär mit dem Thema Zufriedenheit. Manche Leute sind ja nie zufrieden, egal was ist oder egal wie viel sie haben. Und bei euch geht es ein bisschen darum zu erkennen, wo euer eigener Reichtum liegt, was ihr alles habt, wo ihr entspannen könnt. Vielleicht ist es auch nochmal so ein Ding, wo ihr euch selbst bilanziert. Was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Und wenn der Waschbär in euer Leben kommt, ist es Zeit zu lauschen und einen Schritt kürzer zu treten. Mit dem zufrieden zu sein, was man gerade hat. Nichts mit schneller, besser, schöner, anders. Da entsteht hier großer Stress und auch eine Unzufriedenheit. Man fühlt sich getrieben. Man misst sich, man vergleicht und kommt eben dadurch in die Situation des Mangels rein. Möglicherweise steht man sich hier auch selber im Weg irgendwo. Und ihr dürft überlegen, wo euch so viel gegeben worden ist, statt auf das zu gucken, was ihr nicht habt. Hier kommen neue Gelegenheiten, die euer Leben bereichern und die euch zurück auf einen anderen Weg bringen oder überhaupt hier aus dieser Blockade mal raus oder dem Konflikt. So, dann noch Element Luft. Ja,
Ihr habt den Seestern. Lasst euch nicht in eine Schublade stecken. Ihr habt das große Geld und ihr habt Geben und Nehmen und Mutterthemen vielleicht hier mit dabei. Der ein oder andere steht vielleicht auch zwischen den Stühlen irgendwo. Auch so Energien, wo man mal auf das guckt, was einen trennt oder verbindet oder wo es irgendwo Konkurrenz gibt. Eine Häutung im partnerschaftlichen Bereich oder auch etwas, wo man, ich sage mal, im partnerschaftlichen Bereich einen anderen Weg wählt oder eine Verstrickung verlässt oder selbst auch erkennt. Und ich glaube, ihr habt hier auch richtig Grund zu feiern, denn hier ist es so, mit dem viel Geld gewinnen, da hat man sich was erarbeitet oder man hat eben ein gutes Leben, man auch eine Glückssträhne oder es geht um Reichtum und Fülle an sich, ja, um das Ausgeglichensein. Man hat vielleicht auch die Möglichkeit, sich in dieser Woche mal wieder Reserven anzulegen oder tatsächlich irgendwo das große losgezogen haben. Das kann hier auch im emotionalen Bereich sein. Ne? So, und was sagt euch der Seestern? Es geht um das Thema Selbstvertrauen. Beim Seestern geht es sehr viel um die weibliche Kraft auch, die ist in uns allen drin, ne? Egal welches Geschlecht du hast, hier ist die weibliche Kraft. Und ihr sollt ja so ein bisschen zu eurem Selbstvertrauen kommen, zu dem Vertrauen in eure eigene geistige Natur, in Unabhängigkeit vielleicht auch irgendwo. Und das Gefühl haben, dass alles in euch liegt und dass ihr Zeit für euch selbst habt auch, dass ihr euch selber nährt, dass ihr in den Spiegel eurer Seele schaut und darin Dinge erkennt. Die weibliche Seite ist auch die des Annehmens. Ne? Ja, und die große Mutter hat sich eurer angenommen. Können natürlich auch Mutterthemen sein oder Glaubenssätze, die damit zu tun haben, aber ich glaube eher, ihr habt euch da was erarbeitet, was ihr erntet und wo ihr nicht in diese Schublade mehr reingehört und ihr spürt es. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.